Fairer Handel, das ist ein wichtiges Thema für uns. Letztendlich geht es darum, diesen Gedanken, diese Haltung in die Universität hineinzubringen, zu stärken und zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Wir freuen uns darüber, dass wir diese Etappe geschafft haben. Aber ich sage ganz bewusst gerade Etappe, weil wir natürlich sehen, dass das ein Prozess ist und wir da stetig weiter dran arbeiten werden. Ja, das Besondere ist, dass wir sehr, sehr früh angefangen haben, Kaffee aus fairem Handel zu beziehen, schon in den 80ern. Die Studierenden die trinken sehr gerne Kaffee und den muss ich auch mehrmals am Tag nachfüllen, weil der auch öfter mal zwischendurch leer ist. Also privat versuche ich schon bei so klassischen Produkten wie jetzt Kaffee oder Schokolade drauf zu achten. Ja, aber genau, immer gelingt das dann doch nicht. Damit die Uni Fairtrade-Universität werden konnte, mussten verschiedene Kriterien erfüllt werden. Dazu gehört einmal der Hochschulbeschluss. Da muss eine Steuerungsgruppe gegründet werden, die sich dann auch um alles Weitere kümmert. Verschiedene Fairtrade-Produkte in der Hochschulgastronomie. Und dann muss es noch Veranstaltungen geben, 2 Veranstaltungen pro Semester, damit die Uni eben weiterhin sich dem Thema Fairtrade verpflichtet. Was den Bezug von Kaffee und Tee angeht, sind wir ganz weit vorne. Wir haben sehr früh angefangen, die Produkte aus fairem Handel zu beziehen. Deutlich früher als andere Studierendenwerke, Studentenwerke. So eine Auszeichnung, denke ich mal, die bedeutet ja erstmal, dass jeder sich verpflichtet, die Produkte einzusetzen. Dann haben wir uns natürlich damit auseinandergesetzt, was bedeutet das für uns als Hochschulgastronomie. Und da war die Anforderung so gesetzt, dass wir gesagt haben, das erfüllen wir ja ohnehin schon. Das war ja an jeder Verkaufsstelle eben 2 Produkte in den Einsatz zu bringen. Ich glaube, an einem Automaten mussten wir nachsteuern. Ich finde es auf jeden Fall cool, um auch auf das Thema aufmerksam zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich noch mehr gehen würde, aber auf jeden Fall super, dass überhaupt der erste Schritt getan ist und ich glaube, dann kann man darauf weiter aufbauen. Ja, wir würden sehr gerne mehr Fairtrade verarbeiten. Es sind natürlich nur einige Produkte, die wir tatsächlich in Fairtrade-Qualität bekommen. Aber das, was wir bekommen, sozusagen verarbeiten wir sehr gerne. Es sind immer sehr qualitativ sehr gute Produkte. Und man ist sich halt sicher, dass der Produzent auch wirklich gerecht entlohnt wird. Und das gibt einfach auch für uns Köche ein gutes Gefühl und das geben wir dann natürlich auch gerne an die Gäste weiter. Solche Auszeichnungen sind im ersten Schritt eine Auszeichnung, im zweiten Schritt aber schafft es eine breite Öffentlichkeit. Das ist natürlich super, weil dann die Studierenden vielleicht ein Auge dafür bekommen und vielleicht einen Anstoß bekommen, um eine eigene Verhaltensänderung durchzusetzen. Es gibt noch ganz viele Möglichkeiten, den fairen Handel voranzutreiben und auch fairer einzukaufen und vielleicht auch mit einem besseren Gewissen. Aus meiner Sicht ist die Auszeichnung als Fairtrade-Universität mit einer Selbstverpflichtung verbunden, einer Selbstverpflichtung für uns alle, dieses Thema aufzugreifen und sich damit auseinanderzusetzen.